Meine Lieben, wir haben das perfekte Wetter für die etwas deftigere Küche. Deswegen gibt es heute ein Rezept für süße Kipferl aus einem luftigen Hefeteig, die perfekt passen zu einem Glas warmer Milch. Für den Hefeteig vermischt ihr Mehl und Salz und danach wird die Milch erwärmt, bis sie lauwarm ist. Dann gebt ihr den Zucker dazu, etwas Vanille und die zerbröckelte Hefe. Milchpulver ist optional, aber es sorgt dafür, dass eure Kipferl noch heller werden und diese schöne Milchbrötchennote erhalten. Dann gebt ihr noch ein Ei dazu und zum Schluss das Fett, in diesem Fall Öl und weiche Butter. Übrigens, wenn ihr etwas mehr Zeit zur Verfügung habt, könnt ihr auch weniger Hefe verwenden. Statt 20 Gramm Frischhefe nur 10 und dann lasst ihr den Teig 15 bis 30 Minuten länger gehen. Dann wird er für den Magen noch etwas bekömmlicher. Wenn sich die feuchten und trockenen Zutaten vermischt haben, habt ihr einen Teig, der etwas weicher und leicht klebrig ist. Trotzdem solltet ihr nicht zu viel Mehl verwenden. Gebt ihn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche, knetet ihn nochmals kurz durch und gebt ihn in eine befettete Schüssel zum Gehen. Die Gehzeit beträgt ungefähr eine Stunde. Ist der Teig aufgegangen, gebt ihr ihn wiederum auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und halbiert ihn. Jede Hälfte wird zu einer Kugel geformt. Rollt jede Teighälfte aus auf die Form eines Kreises mit ca. 30 cm Durchmesser und ca. 2 bis 3 mm dick. Ich, kleiner kranker Perfektionist, möchte, dass alle Kipferl die gleiche dicke Größe und was weiß ich was haben und deswegen schneide ich immer den Rand weg. Der wird natürlich nicht weggeworfen oder so, sondern wieder verknetet und ausgerollt. Diese hübsche runde Teigplatte wird jetzt auf 8 gleich große Dreiecke aufgeteilt. Damit die Kipferl gleichmäßiger aufgehen und nicht platzen, mache ich es ganz gerne so, dass ich jedes Dreieck noch ein bisschen ausrolle. Dann setze ich an dieses breite Ende ungefähr einen Teelöffel Füllung. Ich habe hier Pflaumenmus bzw. Bovidel und Hagebuttenmarmelade verwendet. Verschließe das Ganze auf diese Weise, denn so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass euch beim Backen die Füllung ausrinnt. Dann das Ganze straff aufrollen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen und darauf achten, dass ihr zwischen den Kipferln genug Abstand lasst, ungefähr 2 Finger breit. Mit der zweiten Teighälfte verfahrt ihr genau gleich. Die Reste werden natürlich zusammengeknetet, wieder ausgerollt, geschnitten und befüllt. Sind die Kipferl alle bereit, deckt ihr das Backblech mit einem sauberen Küchentuch ab und lasst sie für 20 bis 30 Minuten gehen, bevor ihr sie in den vorgeheizten Backofen schiebt, bei 175 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Bestreicht sie mit etwas weicher oder geschmolzener Butter und lasst sie noch 5 bis 10 Minuten auskühlen, bis sie nur noch lauwarm sind. Dann könnt ihr sie mit etwas Puderzucker bestreuen und genießen. Sie bleiben ca. 2 bis 3 Tage lang frisch, wenn ihr sie gut verpackt. Am zweiten und dritten Tag könnt ihr sie einfach für ein paar Sekunden in die Mikrowelle geben und dann habt ihr einen Effekt, als wären sie, naja, fast wie frisch aus dem Backofen. Das ist so mein Grundrezept für süßen Hefeteig, vor allem für Kipferl, Strudel und ähnliches. Ihr könnt also daraus ganz vieles machen. Ihr könnt sie auch mit Nuss-Nougat-Aufstrich oder anderen Dingen befüllen. Das bleibt euch überlassen. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, mir einen Kommentar hinterlasst und natürlich meinen Kanal abonniert. Das geschriebene Rezept wartet wie immer auf meinem Blog auf euch und ich wünsche euch frohes Nachbacken und bis zum nächsten Video.